Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch mal einen Schulfüllfederhalter vorstellen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen von Pelikan. Und zwar den Pelicano und da auch nicht irgendein Modell, weil der wird ja bis heute gebaut. Und zwar möchte ich euch vorstellen das Modell 1. Das wurde von 1960 bis 1963 gefertigt und stellt den ersten Schulfüllfederhalter dar. Wie immer werde ich euch den ein bisschen beschreiben, werde euch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen, worauf er beruht und ja, dann machen wir Maße und Gewicht, so wie wir das immer machen. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Pelicano Modell 1. Und zum Schluss sage ich euch, ob ich ihn mir wiederholen würde und was man dafür heute so anlegen muss. Dann geht es jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. Das ist er, der Pelicano Modell 1 von 1960 bis 1963 hergestellt. Ich kann euch natürlich nicht genau sagen, aus welchem Jahr dieser Pelicano ist, den ihr jetzt hier vor euch seht. Da ich ihn Vintage gekauft habe, aus einem Konvolut heraus, da wusste auch keiner was dazu zu sagen. Insofern, ja, irgendwie aus dieser Zeit ist er, aber das soll uns auch nicht weiter stören. Es ist jedenfalls der erste Schulfüllfederhalter, der speziell für Kinder hergestellt wurde. Dann schauen wir uns mal an, wie lange es dauert, die Kappe abzudrehen. Eine halbe Umdrehung. Nach einer halben Umdrehung ist die Kappe ab. Ihr seht, ich habe ihn schon mit Tinte befüllt. Ich habe mich für Parker Quink Blue Black entschieden. Und da seht ihr schon die ersten Tintenspritzer hier unten drauf. Okay, zur Kappe, die ist aus Aluminium. Hier hat sie schon eine kleine Delle. Ich muss hier mal ein bisschen weiter reinziehen. So, ihr seht das schon, er hat ein paar Gebrauchsspuren, eine leichte Delle. Aber wenn ihr bedenkt, die ist von 1960 oder 63, hat sich das Ganze ganz gut gehalten. So, hier, das ist ein Schatten. Ne, das ist ein leichter Kratzer hier drin, leichter Sprung hier möglicherweise. Hier ist der Kappenkopf ein bisschen angekratzt. Im gleichen Kunststoff gehalten wie der Füllfederhalter, der Kappenkopf. Rest ist aus Metall. Clip ist absolut funktional, seht ihr hier, da gibt es kein Problem mit. Aber ich glaube, als Schulfüllfederhalter, da braucht man den eh nicht so sehr. Ja, hier Germany und Pelicano. Seht ihr hier nochmal am Band der Kappe. Ja, dann nochmal zur Entstehungsgeschichte. Das hat man aus dem Modell Pelikan 1 oder Pelikan P1 heißt er eigentlich, aus den 50er Jahren. Da heraus hat man diesen Schulfüllfederhalter konstruiert. Man hat natürlich vor allen Dingen darauf geachtet, dass er für Kinderhände recht leicht ist. Und da muss ich euch auch sagen, ich habe den hier mit einem Konverter befüllt und habe mich für Parker Quink Blue Black entschieden. Und hier seht ihr schon den Konverter. Ihr seht auch das lange Schaftstück, was man hier abschrauben kann, damit man dann den Konverter hier auch bedienen kann, beziehungsweise auch eine Großraumpatrone einführen kann. Ich wollte euch sagen, wie schwer oder wie leicht er ist. Der wiegt so befüllt mit Konverter und allem drum und dran, mit Kappe und allem 13,6 Gramm. Also ein Leichtgewicht. Deswegen extra für Kinderhände dann auch hergestellt, damit die Hand nicht so schnell ermüdet. Dann kommen wir gleich mal zu Maßen. Ohne Kappe misst ihr 12,5 cm. Im geschlossenen Zustand misst er, also hier aufgeschraubt mit der Kappe, misst er 13,1 cm. Und die Kappe aufstecken, das geht auch prima. Zeige ich euch hier nochmal. Also sitzt auch bombenfest, da geht nichts ab. Könnt ihr hier abziehen, außer dass ein bisschen Tinte abgeht, die ihr dann an den Fingern habt. Da misst er mit aufgesteckter Kappe 14,4 cm. Ja, dann schauen wir uns mal die weiteren Bestandteile an. Also kompletter Kunststoffkörper. Hier alles eine Hooded Nib, wie man so schön sagt, also eine bedeckte Feder. Tintenleiter kann man auch relativ wenig zu sagen. Sieht ungewöhnlich, sage ich mal, aus, aber ist jetzt auch nicht weiter erwähnenswert, beziehungsweise man kann hier keinen weiteren Eindruck von bekommen. Dann haben wir alles hier in Kunststoff gehalten, was wie gesagt ungewöhnlich ist, habe ich euch schon hier gezeigt.
Das ist am Schaft, dass man quasi, ja, ich sag mal, den halben Schaft abschrauben kann, damit man dann hier auch an den Konverter kommt. Also hier passt der Konverter hervorragend. Man kann sicherlich auch eine Tintenpatrone nehmen. Hier ist ein Metallgewinde dran, hier innen befindet sich ein Kunststoffgewinde. Das sind immer so meine Kritikpunkte. Aber wer funktioniert seit 1960 bzw. 63, warum sollte er jetzt kaputt gehen? Ja, ansonsten alles hier in einem Stück Kunststoff gehalten. Nichts weiter erwähnenswert. Okay, so viel zum Pelicano Modell Nummer 1. Und dann machen wir als nächstes mal einen Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben hier heute vor uns den Pelicano Modell 1. 1960 bis 63 hergestellt. Die Tinte ist Parker Quink Blue Black. Die Federstärke, ja, da kann ich nur raten, der wurde in extra fein, fein und mittel hergestellt, soweit mir das bekannt ist. Ich würde hier sagen, das ist eine feine Feder. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mir dann in den Kommentaren mal mitteilen. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann kommen wir jetzt hier zum Testsatz und ihr könnt wie immer hören, wie sich die Feder hier auf dem Papier anhört. Also ihr hört, die feine Feder gibt hier ein bisschen Feedback. Ich finde es nicht unangenehm, ist völlig okay, aber ist jetzt auch nicht wahnsinnig weich, so dass ich sagen kann, Mensch, die Feder beeindruckt mich wirklich. Dann haben wir jetzt einen Moment offen gelassen und dann versuchen wir mal schnelles Schreiben. Ist sofort da. Ja, schnelles Schreiben funktioniert ja auch. Das ist ja für einen Schulfüllfederhalter vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn man beim Diktat da mitschreiben muss und der Füllfederhalter kommt mit dem Tintenfluss nicht nach, dann haben wir da ein Problem. Aber das hat Pelikan hier gut hinbekommen. Dann schreiben wir mal verkehrt herum. Geht auch gut. Aber da hat der Tintenfluss seine Schwierigkeiten. Ihr seht es. Ja, das ist, glaube ich, nicht seine Stärke. Verkehrt herumschreiben. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen in die Feder. Ne, sieht mir nicht danach aus. Also das sieht alles gleich aus. Tintenfluss haben wir ja beim schnellen Schreiben schon gesehen, ist eigentlich okay. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig nass, was vielleicht für einen Schulfüllfederhalter auch eher von Vorteil ist, damit die Tinte auch nicht so verschmiert, wenn man dann vielleicht auch mit der Hand drüber geht. Also insofern, sage ich mal, alles richtig gemacht, alles passend für einen Schulfüllfederhalter. Okay, so viel zum Schreibtest des Pelicano Modell 1 aus den Jahren 60 bis 63. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Pelicano Modell 1. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Pelicano Modell 1 aus dem Jahr 1960 bis 63? Ja, man muss das Ganze jetzt so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt eines Schulfüllfederhalters betrachten. Und da finde ich es wichtig, dass Kinderhände natürlich nicht ermüden beim Schreiben und insofern sollte er leicht sein. Das ist er mit 13,6 Gramm. Insofern muss ich sagen, finde ich das gut. Der ist für Kinderhände gemacht. Was mir noch gut gefällt, es passt ein Standardkonverter hinein. Es ist natürlich ein Aspekt, der da nicht zum Tragen kommt, weil in der Zeit gab es da keine Konverter und da hat man mit ganz normalen Patronen geschrieben, mit langen Patronen.
Und es war auch völlig in Ordnung. Heute ist es vielleicht für den einen oder anderen Sammler interessant, wenn der sagt, okay, ich kann dann auch einen Konverter verwenden und brauche da keine Tintenpatronen aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus. Was gefällt mir weniger gut? Die Feder ist leicht kratzig, gibt ein bisschen Feedback, ein bisschen mehr Feedback, als es aus meiner Sicht sein müsste. Ich schätze es auf eine F-Feder, also auf eine feine Feder ein. Ja, alles okay. Ansonsten, das ist das einzige Manko, was ich habe. Aber wie gesagt, wir reden hier von einem Schulfüllfederhalter. Da gelten aus meiner Sicht so ein bisschen andere Regeln. Würde ich ihn mir wieder kaufen? Eher nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ihr den heute so sucht bei eBay oder eBay Kleinanzeigen, dann müsst ihr zwischen 90 und 100 Euro für diesen Pelicano Modell Nummer 1 hinlegen. Das ist etwas, was nur für Sammler interessant ist. Ich habe den zu einem sehr günstigen Preis innerhalb eines Konvoluts bekommen. Da war gar nicht erkennbar, dass es ein Modell Nummer 1 war. Da kann man ihn mitnehmen. Da finde ich ihn auch schön. Ich denke, ich werde ihn auch behalten. Aber ich würde ihn mir nicht für 90 bis 100 Euro kaufen, außer ich würde Schulfüllfederhalter sammeln, sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen ist es mal ganz nett gewesen. Ich habe ihn euch hier vorgestellt, aber das soll es dann auch gewesen sein. Ja, habt ihr ihn? Was haltet ihr davon? Kennt ihr jemanden, der damit vielleicht heute auch noch schreibt? Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, wenn ihr ihn denn selber im Besitz habt? Und da würde ich mich drüber freuen in den Kommentaren. Abonniert meinen Kanal. Ein letzter Hinweis nochmal, ich bekomme nichts von Pelikan, dass ich hier diesen Pelicano Modell Nummer 1 vorgestellt habe. Sei nur nochmal darauf hingewiesen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Ink Up Your Pen dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.